Illumination. Er war nur eine Stunde unterwegs im Dickicht des Waldes, bevor er die Orientierung zu verlieren begann. Wo ist diese Höhle? Verdammt nochmal, meine Kollegen haben es mir doch ganz einfach erklärt. Wenn ich diese Karte hier richtig deute, Moment mal, so herum oder doch lieber anders herum, müsste es doch stimmen, oder? Nicht. Was haben die mir da nur darauf gekritzelt? Ich kann es nicht entziffern. Der Regen setzte ein. Regentropfen durchnässten den Zettel, den aufschrieb und die Tinte, die das Gekritzel verbarg, bis zur Unkenntlichkeit. Verärgert zerknüllte er das Papier und schmiss es auf den Boden und suchte Schutz unter dem nächsten Baum, der ihn zumindest vor dem Regen einigermaßen bewahrte. Walter, so war sein Name, war ein zerstreuter Philosophieprofessor, der von seinen Kollegen auf eine Schnitzeljagd geschickt wurde, um sich auf eine Offenbarung gefasst zu machen. Mehr wurde ihm jedoch nicht verraten. Die Zerstreuung nahm mit zunehmendem Regen immer weiter zu. Hätte ich vorher rechts oder links abbiegen sollen, wo noch Weg war? Bin ich hier richtig? Er war erschöpft, er setzte sich auf den nassen Erdboden nieder, um wenigstens seinem Körper Erholung zu bieten. Die Ruhe wurde jedoch je zerstört, als er die Rollen eines Schubkarrens mit Gequietsche hörte. Da ist doch jemand. Das Geräusch kroch wie eine definierte Stimme, sich durch die Luft schlängelt, durch den Urwald, dessen Quelle nachvollziehbar schien. Und weil er neugierig war, richtete sich Walter wieder auf und begann den Geräuschen nachzugehen, bis sie lauter und bestimmter wurden. Hinter einigen Bäumen vernahm er das flackernde Licht einer Lampe auf einer kargen Lichtung, und als er näher kam, sah er ihn, den Schubkarren, der von einer hageren Gestalt in Arbeiterblaumann manövriert wurde. Den kenne ich doch. Ist das nicht Gustav? Keine Reaktion. Er ging auf die Gestalt zu und schaute sie an. Sie schien durch ihn hindurch zu sehen, mit blassem, schweißbeperltem Gesicht, das nach Anstrengung rief und Unruhe. »Hallo? Was machst du hier?« Keine Antwort. Er schien ihn nicht wahrzunehmen. Dann folgte eine Szene, wie sie merkwürdiger nicht sein konnte. Er versuchte ihm seinen Arm auf die Schulter zu legen, aber er wies sie ab, streifte sie herunter wie ein Fremdkörper und begann wieder seinen Schubkarren weiterzuschieben. Walter wusste nicht, wie er die Situation einschätzen sollte. Er war fassungslos. Das war doch sein Kollege von der Uni. Was geht hier vor sich? Bevor er den Gedanken zu Ende führen konnte, sah er die Gestalt den Schubkarren auf einem Haufen entladen. Einfache Steine auf einem Haufen zusammengewürfelt. Was machte er da? Er konnte sich keinen Reim drauf machen. Dann sah er die Gestalt mit dem Schubkarren umkehren, zurück in die Höhle, wo er offensichtlich hergekommen war, aber da war etwas komisch. Außer der Lampe hier draußen gab es im Innern der Höhle kein Licht, keine Möglichkeit zu sehen, wohin man geht. Was hatte das zu bedeuten? Er ging hinüber zu dem Haufen Steine und begutachtete sie. Sie scheinten auf unnatürliche Weise mit einem beunruhigenden Glimmer, den er noch nicht zu deuten vermochte. Als er wieder zur Höhle hinüberschaute, kam der nun Arbeiter gewordene vermutliche Kollege wieder zum Vorschein mit einer neuen Ladung Steine. »Brauchst du kein Licht?« fragte Walter. Keine Antwort, aber ein leises Schulterzucken. »Er hat mich wahrgenommen. Endlich«, deutete Walter diese Reaktion. Er sah, wie sein Kollege die Ladung wieder ausschüttete und versuchte ihm, als er erneut den Rückweg betrat, in die Höhle zu folgen. Er schaffte es nur bis kurz hinter den Eingang. Dann stolperte er und fiel vornüber auf den Höhlenboden. Das tat weh. Er schrie auf, rappelte sich wieder hoch und fasste sich ans Knie, wo er sich ein wenig aufgeschürft hatte.
Was ist hier los? Warum kann sein Kollege hier so einfach herumlaufen, während er die Hand vor Augen nicht sieht? Das stimmt doch etwas nicht. Es erinnerte ihn an Platon aus dem Höhlengleichnis, aber hier war nichts außer Dunkelheit. Dann begann er einen Plan zu schmieden. Er lehnte sich an die innere Höhlenwand und wollte dem Schubkarren folgen. Ja, er plante sich mit seiner Hand an der Karre dem Geschehen zu folgen. Es wäre wahrscheinlich möglich, so seinem Kollegen besser zu folgen. Das Licht draußen war fixiert und er hat keine Taschenlampe dabei, wofür er sich nun selbst verfluchte. Da kam er wieder, raus mit der nächsten Ladung. Er folgte dem Schauspiel nun mit Absicht und einem Ziel. Als sein wahrscheinlicher Kollege wieder halbwegs im Dunkel verschwand, lief er neben ihm und berührte die Schubkarre von der Seite und lief mit. Er hatte Erfolg. Sein Führer schien ihm nicht wirklich wahrzunehmen, und so konnte er den Weg in die Dunkelheit mit Vorsicht, aber gezielt vorangehen. Sein Atem zitterte, auch seine Stimme, und seine Stirn war in Schweiß gebadet, und er fühlte, wie die Luft stickiger und höhlenintern weniger belüftet wurde. Aber der Boden schien begehbar, und er stolperte nicht. Er sprach sich Mut zu und war sich bewusst, dass er ein wenig hilflos nun war. Aber er war entschlossen zu sehen, woher die Steine kamen, die draußen so leicht geglimmert haben. Die müsste ich doch wahrnehmen oder zumindest leicht sehen, dachte er sich. Und er hatte recht. Seine Augen vernahmen die Umrisse der einzigen Lichtquelle, die es hier zu geben schien. In der Tat, es waren die Steine, deren Konturen sanft glänzten. Der erste Schleier, den seine Augen als Geometrie deuten konnten. Und der Schubkarren stoppte, so wie er auch. Sein Kollege spazierte einfach an ihm vorbei. Er konnte seinen Atem spüren und fragte sich noch immer, wie er das einfach so machte. Anscheinend nahm er den Geräuschen zur Folge nun einige Steine auf und kehrte wieder um. Soweit hatte Walter die Geräuschkulisse interpretiert. Aber sein mysteriöser Kollege sprach nicht. Aber er tat nun etwas Unerwartetes. Walter schien zu flackern. Walters Herz schien zu flackern. Seine Stimme zu beben, denn sein Gefolgsmann öffnete ihm die Handfläche und legte ihm einen Stein in die blanke Hand, während er den Rest auf den Schubkarren lud und wieder zum glimmernden Haufen zurückkehrte. Sein Atem ging nun steiler, sein Herz pochte wilder, der Stein war warm und anschmiegsam. Aber es war nicht, was er in seiner Hand hatte, was ihn am meisten erregte, sondern was mit seinen Augen geschah. Langsam begann der Raum Gestalt anzunehmen. Konturen formten sich, das Flackern wurde stärker und er begann schrittweise das Innere der Höhle mehr und mehr zu sehen. Illumination! Er stotterte, und die Höhlenwand mitsamt dem Haufen Steinen vor ihm wurde in eine kleine Lichtkapsel gehüllt. Er sah seinen Kollegen vor dem Haufen Steinen kauern, wie ein Phantom, das sich langsam aufrichtete und zu ihm hinübersah. Aber als sich die Blicke kreuzten, verschwamm die Gestalt und die Konturen lösten sich in nichts auf und begannen sich in alle Richtungen zu zerstreuen. Seine Kinnlade fiel herunter und er begann seinen letzten Schrei zu heulen, der in der Nacht mehr und mehr mit seiner Ausatmung verstummte. Golemhaft begann er nun auf den Steinhaufen hinzusteuern und die Steine, da wo sein Kollege stand, aufzunehmen. Er führte die Arbeit sauber fort, die sein Kollege verrichtet hatte, aber die Erinnerung verblasste langsam an ihn. Aber nicht nur daran, sondern auch an seinen Namen, weil da war nichts mehr, keine Erinnerung, kein Leben, keine Vergangenheit. Aber er musste die Steine schleppen,
und den Karren nach draußen bringen und ihn entladen. Das wusste er, aber er kannte nichts mehr darüber hinaus. Im wahrsten Sinne des Wortes erleuchtet. Der Kreis ist geschlossen.